Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd, und heute in dem Video beschäftigen wir uns mit Geschäfteln, von denen man am allerbesten die Finger lassen sollte. Wie zum Beispiel Geschäfteln mit fahrenden Händlern, Geschäfteln, die in der Familie oder in der Verwandtschaft gemacht werden und so weiter. Wenn du Lust hast, dann war das jetzt du dran, Tobias. Bitte! Also, fangen wir mal an mit den fahrenden Händlern. Dem einen oder anderen wird es schon passiert sein, dass er auf einmal ein Auto parkt, meistens irgendeine große Mercedes-Schissel, eine uralte, wo der Kofferraum mit Geigen voll ist, wo am Rücksitz zwischen die Decken, wo sonst kleine Kinder drinnen schlunzerln, eine Geigen noch ausgezaubert werden. Alles miteinander von einem beleibteren Herrn serviert. Das gibt's übrigens in einer sehr eleganten, gut angezogenen Variante mit einem neuen Mercedes. Die haben dann hochpreisigere Sachen. Man darf sich nicht wundern, wenn man dort anfängt, ein bisschen schauen bei den Instrumenten, dass das meiste halt einfach nicht echt ist oder wo halt geglaubt wird oder wo halt irgendeine Geschichte gedruckt wird. Also in Wirklichkeit... Oder wo irgendwer noch sein Eigentum sucht. Ja, das sind dann Leute, die lieb lächeln, die, wie gesagt, zu jedem Ding irgendeine Geschichte erzählen können. Man wird viel geschwafelt von oben bis unten und am Schluss kommen dann so Sätze: Ja, Peter, musst du sagen, was du kannst geben, du bist der Fachmann. Das heißt, wenn man blöd genug ist und genug Honig ums Maul geschmiert hat, dass man die Pappen fast nicht mehr aufbringt, dann denkt man auch nicht mehr ganz vernünftig über Sachen nach. Ja. Das Lächeln ist meistens nur begleitet mit einem wunderschönen oder auch mehreren Goldzähnen. Ja. Wenn eine Frau auch noch dabei ist, brilliert sie meistens durch ein Gewand, wo große Blumen oben sind. Ja. Die wollen dann auch nicht wirklich einen Zettel unterschreiben, dass sie Eigentümer sind, dass sie Geld gekriegt haben für was. Ja. Sehr, sehr, sehr fragwürdige Geschichten, und in Wirklichkeit, man kann mit denen theoretisch einmal ein Geschäft machen. Man darf sich aber nicht wundern, wenn nach diesem fahrenden Händler auch ein Auto mit Blaulicht da steht und wieder was sucht, weil es irgendwo anders fehlt. Und es ist natürlich klar, die großen irgendein Land, wie zum Beispiel jetzt Ungarn, Rumänien oder sonst was an, schauen, dass irgendwas daherbringen. Die haben auch nicht viel Sachverstand, sondern die tun halt reinschauen, ob ein Zettel drinnen ist, sollte keiner drinnen sein. Haben sie ganz viele Zettel, die sie reinpicken, ja. Das sind auch die Leute, die, wenn eine E-Mail kam, dass sie nach italienisch ausschauenden Instrumenten suchen, die haben die Sachen, die anzubieten sind, die letztendlich dann in dem einen oder anderen Geschäft drinnen hängen. Das ist beinahe mal passiert, oder? Ich war in Korea in einem Geschäftel drinnen, da war angeblich ein Goffrey Lacello, ein Grancino, es war das. Ganz ehrlich, keins von den Instrumenten ist nicht einmal neben einem echten gehängt. Weil dann kommt man ja noch, wenn man esoterisch zugeschickt ist, anfangen, interpretieren, ja, das färbt schon an, oder so wie es halt ist, nicht? Wenn du viel mit einem Depp zu tun hast, dann kann da passieren, dass du selber ein Trottel wirst. Ja? Das muss man ja selektieren können. Aber wenn das nicht einmal neben einem gehängt ist, das haut nicht hin. Ja? Und da wird halt versucht, ein Vertrauen aufzubauen, aber in Wirklichkeit geht es nur darum, dass deine Kohle in sein Geldtaschel ist und du mit irgendeinem Scherm da sitzt, wo du nachher denkst, was war denn das gerade? Ja? Und damit wird halt ein Vertrauen missbraucht, was nicht gut ist. Zuerst hat mich mein Bärsch gefragt, nachdem ich gesagt habe, so, jetzt warst du dran, Tobias, ja, da hat mich der Kasper gefragt, hörst du die Musik jetzt auch? Und ich, ja, im Kopf höre es natürlich, weil ich inzwischen ganz gut kenne, das Intro. Wenn man mit so, sage ich mal, fahrende Händler oder, ich weiß nicht genau, wie man das jetzt sagen soll, zu tun hat, man hört, aber wenn man es jetzt nicht wirklich hört, sogar dieses Flattern dieser Plane von dem Kutschenwagen noch. Ja? Und das sind alles so Alarmzeichen. Ja? Also, wie gesagt, es kann jeder die Erfahrungen machen, irgendwann willst du die Erfahrungen nicht mehr machen. Ja? Und es wird dann immer gelächelt, es wird sozusagen versucht, die Herkunft zu verschleiern. Ja? Es gibt dann noch so Aussagen wie, ja, aber mir ist es ganz wichtig, dass es in gute Hände kommt.
die würden alles inklusive der Großmutter verkaufen für ein paar Euro. Ja? Und das ist ja dann natürlich scheißegal, ob die Geige in gute Hände kommt. Ja? Was ich schon alles mitgemacht habe da in der Richtung. Also Gott sei Dank, bestimmte Sachen braucht man einfach wirklich nicht mehr. Jetzt habe ich eine schöne Überleitung, jetzt geht es um die Familie und um die Verwandtschaft. Wenn man mit den Geschäfteln macht, mein erster Tipp, wenn ihr es euch leisten könnt, schenkt einer irgendwas, wenn es wurscht ist. Es wird da in jedem Fall nicht gedankt und sie rein blöd, bis die Pappen gliert. Ja? Wenn es da wurscht ist, macht es. Lustig ist dann, wenn man 2-3 Mal nett ist zu wen, dann glauben ja die schon, dass das der Normalzustand ist. Und letztendlich leiten die aus dem ein Recht an. Ja, ist mir zum Beispiel wirklich passiert, da rennen dann so komische Leute in der Gegend umeinander, die sagen dann wirklich, wir alle haben hier eine Werkstatt, und ich denke mir dann, woher haben die das? Weil es ja anders ist. Ja? Also, oder ihr geht's her, gerade wenn so Anfragen kommen, ja, das ist schon schön, das könntest du mir eigentlich schenken, ja, dann denkt man sich, Bubimaus, jetzt sage ich dir, wie das geht. Dann sagt man, weil das die Frage dann doch, zumindest der Höflichkeit, was daten das kosten, nicht? Da habe ich so ein Schisserl einmal gemacht, das Holz, nicht? Ja, habe ich gesagt, ja, normal kostet das 90 Euro, dann rechnest du halt einfach jetzt vor eure Augen, weil das kapieren sie auch gar nicht, 50 Euro dazu und ziehst wieder 20 und sie glauben, sie haben einen guten Preis gekriegt. Ja? Deppert-Gerät wird sowieso, lasst es euch wenigstens gut zahlen. Wenn ihr es euch leisten könnt, schenkt was her, oder ihr sagt, mit Verwandtschaft mache ich gar nichts. Da fahrt's am besten. Das kann ich garantieren. Ja? Prinzipiell, muss man auch ganz offen sagen, ist ein Instrumentenkauf schon eine Vertrauenssache. Und zwar vom Erzeuger, vom Geigenbauer zu seinem Kunden und natürlich auch umgekehrt. Ja? Das heißt, ein Kunde braucht ein gewisses Vertrauen. Er muss wissen, dass er gescheit bedient, gescheit beraten und auch gescheit betreut wird. Ja? Wenn man das nicht macht, dann hat man das Vertrauen vom Kunden, das man gekriegt hat, missbraucht. Ja? Auf der anderen Seite, wenn ein Kunde halt, sage ich einmal, nicht so lupenrein unterwegs ist, wie man das prinzipiell einmal annehmen darf und annehmen muss, dann hat halt die andere Seite des Vertrauens missbraucht. Wenn jetzt, da sagen wir einmal, ein paar, ich sage jetzt im Idealfall ein paar befreundete Geigenbauer, sprich, die denen sind Grätzl drinnen sind, alle vom gleichen Instrument nur schwärmen, ist es in jedem Fall eine gute Idee, damit das Vertrauen, das man schon haben muss, nicht enttäuscht wird, dass man halt noch jemanden eine Meinung abbringt, der nicht in dem Grätzl ist. Sprich einfach jemanden, der selber kein Eigeninteresse hat, der selber nichts kriegt für die Empfehlungen, dass man da noch wen befragt. Ja. Die Frage ist immer, wem nutzt's was? Also die schlechteste Voraussetzung ist, wie es ja präsentiert worden ist von einer großen Wiener Firma, die es jetzt nicht mehr gibt, nicht? Dass der Verkäufer gleichzeitig der ist, der das Echtheitszertifikat ausstellt, gleichzeitig der ist, der die jährliche Versicherungsbewertung macht, wo das immer nur steigt, damit am Papier ein gutes Investment vorhanden ist. Wie man gesehen hat, haut das halt dann da nicht so hin. Ja? Also Vertrauen ist sicher super, bisschen hinterfragen ist nicht schlecht. Und je heller diese Stimmen leuchten und je lobender diese Worte sind, ja, das sind dann so Sätze wie, ich habe noch nie so eine schöne Guadagnini gesehen oder das schönste Geigenlack, den ich bis jetzt überhaupt gesehen habe oder das ist schon ein richtiges Top-Instrument oder der Top-Zustand und klanglich, das lässt sich alles sozusagen schon auch relativ gut anschauen und auch überprüfen, ist das wirklich so? Vertrauen ist super, aufpassen, dass es nicht missbraucht wird, ja, holt's Meinungen ein, ja, ich kann euch das nur wärmstens empfehlen und in einem Gespräch mit dem Richtigen oder der Richtigen weiß man gleich, wer mit wem halbert verheiratet ist, wer wem was schuldig ist, wer wem eine Gefälligkeit schuldig ist. Das rennt eigentlich, also das ist schon fast Standardwissen, nicht? Und das braucht man eigentlich, bevor man sich überlegt, wie viel Geld habe ich, das ich ausgeben kann, wenn ich ein Instrument suche. Ja? Dass man mal weiß, wo ungefähr kriege ich wenigstens halbwegs Informationen. Des Weiteren geht's einfach auch noch um ein Thema,
wenn sich jemand entsprechend, sage ich mal, kundenfreundlich oder ich sage sogar, wie es eigentlich sein muss und sein sollte verhält, dann findet auch bei den Kunden jetzt nicht so eine Fluktuation statt. Das heißt, das werden nicht ständig neu und die anderen rennen davon, sondern es werden eigentlich kontinuierlich mehr. Wenn die Qualität der Arbeit nachhaltig ist, dass ein Kunde nach 20 oder 25 Jahren noch sagt, ich bin wirklich sehr zufrieden mit meinem Instrument und taugt mir viel, das war die richtige Entscheidung, dann weiß man, dass man es richtig macht. Ja? Und dadurch ist es also so, dass der Kundenstock halt kontinuierlich größer wird. Ja? Also es wächst gesund. Das ist das, was wirklich funktioniert. Aber ich weiß auch, dass es viele meiner Kollegen ähnlich oder sehr ähnlich machen und ich schätze das auch sehr. Es ist Gott sei Dank so, dass viele Leute gescheit arbeiten. Hält mich wahnsinnig bei Laune. Man sieht es an die Arbeiten, an die Instrumente, die kommen an, die Reparaturen. Das ist bei weitem nicht so, dass man über alles mault, wie zum Beispiel, gemault, ich habe einfach nur gesagt, was los ist, wie es um die Darmbestandteile aus China gegangen ist. Über so einen Scheiß kann ich wirklich nichts gescheit sagen. Ja? Weil das hält mich auch nicht bei Laune. Aber wie gesagt, es gibt sehr, sehr löbliche Ausnahmen auch. Ja? Jetzt kommen wir aber ganz abschließend zu dieser kleinen Reihenfolge von ein paar Videos, wenn es um Geschäfteln geht, auch noch zu den wirklich, wirklich angenehmen Sachen. Ich kann aufgrund meiner Erfahrung sagen, dass es ein unglaublich geiles Gefühl ist, wenn man jetzt ein gutes Instrument oder einen guten Bogen baut, wo jemand wirklich eine Freude damit hat, der gut weiterkommt und ich habe halt schon ein Feedback gekriegt, Gott sei Dank nicht nur einmal, sondern wirklich oft, dass sie viel happy sind, die Leute, dass sie irrsinnig zufrieden sind, dass sie sich gut entwickeln konnten. Und das ist ein Feedback, da kommen sogar mir, und ich bin echt eine abrüde Sau. Mir kommen da sogar Tränen in die Augen, aber das zeige ich euch nicht, weil sonst heißt, ja, der heult herum vor der Kamera. Ja? Aber es ist wirklich so, das hält unglaublich bei Laune und stellt wahnsinnig zufrieden. Und jetzt kommt ein kommerzieller Aspekt dazu. Wenn ich heute Kunden wirklich zufriedenstelle, dann habe ich zum 0-Euro-Tarif die allerbeste Werbung. Es bringt nichts in irgendwelche Zeitschriften, Inserate schalten. Habe ich alles gemacht. Ist alles für die Katz gewesen. Das, was wirklich was bringt, ist, wenn einer so zufrieden ist, ob er will oder nicht, schwärmt damit, ein super Feedback kriegt, wenn er irgendwo ein Konzert spielt, in dem die Leute hinrennen und einfach fragen, was hast du für ein Instrument? Das hat echt so geil gelungen, wie du gespielt hast auf dem Instrument. Ja? Und die Leute dann einfach nur sagen, ja, ich hab's vom Peter gekriegt und ich bin happy und erzählen einer, wie das ist mit einem Service und. Das sind Sachen, die funktionieren. Und deswegen macht's einen Spaß, sowas machen und einen richtigen Sinn, das zu machen. Ich kann euch nur sagen, ist ein guter Weg, hat sich wirklich bewährt über viele Jährchen und das kann ich wirklich empfehlen. Waren wir schon bei den Verwandten? Ah ja, genau, waren wir schon. Naja, falls da noch Fragen sind, könnt ihr mir anrufen. Ja. Also, in jedem Fall, wie gesagt, es gibt Geschäfte, von denen sollte man die Finger lassen. Ja. Ich hoffe, es hat auch das was gebracht. Wahrscheinlich werden jetzt auch sagen, ja, es sind ja nicht alle Verwandten so. Ja. Das mag sein. Aber mein Erfahrungswert, auch rechnerisch mit der Auffahrt, na servus. Das sind Verhältnisse, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich hoffe, es hat euch taugt, es hat euch was gebracht und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Wie gesagt, wenn ihr was in die Kommentare reinschreiben wollt, gern. Ich beantworte sicher nicht alles, aber schauen wir mal. Und sonst schickt halt ein Büdel, kann auch sein. Ich schicke dann ein Büdel zurück oder so Podcasts oder irgendwas Wichtiges. Okay? Pfiat euch! Schaut der schon wieder her? Ich bin fertig. Also, ja, dann gehen wir saufen. Ja, da grinst er wieder. Gehen wir, Tschech. Das ist ja so dick, das Papier, das kannst du nämlich gescheit zusammenknüllen. Brennt aber gut. Du musst schon aufpassen, dass die Fliesen nicht beschädigst, was er so wie hast. Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd. Hören wir jetzt echt schon auf zum Filmen, jetzt sind wir gerade in Fahrt. Was soll ich noch filmen? Ich weiß es auch nicht. Schminktipps. So, und jetzt als Überleitung von der Verwandtschaft kommen wir gleich zu einem Thema, das dort wirklich überhaupt nicht zutrifft, nämlich Vertrauen. Ich muss noch irgendwas vom Kutschenwagen sagen. Ja? Warte. Sicher, ich bock das ein, ich weiß mal, wurscht ist. Ja? Einen Satz möchte ich noch sagen. So, das ist ein eigenes Pfeil, das man dann Verwandtschaft darf. Nein, es geht genau um dieses Feedback. Es geht genauso um. Nein, es geht. Nein. Ich glaube, es ist lang nur.